Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns generische Funktionen anschauen und generische Funktionen sind tatsächlich auch ein mächtiges Werkzeug, was euch nicht nur in objektorientierten Sprachen immer mal wieder unter die Augen kommt, sondern auch, keine Ahnung, in verschiedenen anderen Sprachen eben auch. Okay. Wir wollen uns im Prinzip genau dasselbe aneignen, wie wir es hier das letzte Mal gemacht haben für Klassen, nur dass wir jetzt hier nicht nur t als Typparameter für eine Klasse haben, sondern für eine Funktion. Eigentlich relativ simpel. Aber wir wollen uns dann auch noch kurz anschauen, welche Objekte man reinstecken darf, also bleibt dran, selbst wenn ihr schon wisst, um was es geht. So, wir erstellen uns zunächst mal eine Function. Und die kann jetzt von mir aus, wir machen es cool. Wir machen zuerst Void und dann machen wir das danach. Okay, und jetzt sagen wir hier zum Beispiel Sort. Das könnte von mir aus irgendein Algorithmus sein, irgendwie ein Bubble Sort oder keine Ahnung, Merge Sort oder was auch immer. Und was das alles ist, kommt auch noch in einer anderen Playlist dann. So, Function Void Sort. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, tatsächlich wieder mal mit Typparametern zu arbeiten. Das heißt einfach hinter den Namen, so ist es zumindest in den meisten Klassen geregelt, einfach hinter den Namen das Ding hier anhängen und schon habt ihr Generics hinten dran. So, Parameter brauchen wir jetzt hier erstmal keine. Und wobei doch, wir sollten vielleicht einen Parameter haben, sonst macht das nicht wirklich Sinn. Ihr habt aber implizit keinen Parameter vom Typ T oder sowas. Das heißt, dieses T muss immer noch irgendwo verarbeitet werden. Das habt ihr hier oben auch gesehen. Wir haben hier Void benutzt und dazu müssten wir aber erstmal hier irgendwie dieses T hier benutzen, dass es auch wirklich einen Sinn macht, eine generische Klasse zu haben. In unserem Fall für dieses Sort würde jetzt zum Beispiel hier dieses T irgendein sortierbarer Datentyp sein, dann würde das Ganze Sinn machen und dann müssten wir hier natürlich auch noch irgendwie eine Liste oder sowas an Ts reinstecken. Das heißt, wir brauchen hier zum Beispiel ein T-Array, Elemente oder sowas und jetzt können wir das hier drin irgendwie sortieren mit irgendeinem schlauen Algorithmus. So, und was jetzt passiert ist, wir arbeiten hier normalerweise auf der Referenz von diesem Array und nicht auf dem konkreten Array. Also wir kopieren das nicht hier rein und arbeiten dann darauf, sondern wir arbeiten auf der Referenz. Das heißt, wenn ihr das hier schon sortiert, dann wird das auch für alle weiteren Benutzer sortiert und dadurch haben wir dann automatisch schon ein sortiertes Array in der Hand, ohne es tatsächlich zurückgeben zu müssen. Aber in manchen Sprachen kann es mal vorkommen, dass das eben nicht schon sortiert wird, also tatsächlich dort sortiert wird, sondern vielleicht auch von mir aus nicht in place sortiert wird oder was auch immer. Und deswegen könnte man hier überlegen, ob man vielleicht ein T-Array zurückgeben will. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, dieses T automatisch auch für Rückgabewert oder für Parameter zu benutzen. Das ist natürlich ziemlich cool, weil wir hier schon direkt dieses T benutzen können und hier einfach nur kurz angeben müssen. Aufrufen tun wir das ganze Ding dann eigentlich relativ simpel. Wir erstellen uns zum Beispiel einfach ein Array aus Strings, String Array, mein Array ist gleich hi, wobei, nee, wir machen was anderes, Verstecken Champion, dann nächstes Element ist ein Semikolon, seit 1958. So, wunderbar. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier unser Array und jetzt können wir das da einfach reinstecken. Und jetzt kommt es wieder mal auf die Sprache drauf an. Viele Sprachen unterstützen das schon automatisch. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach hier hin, mein Array ist gleich Sort von mein Array. Wie gesagt, wenn es auf der Referenz arbeitet, brauchen wir hier nicht mal den Rückgabewert hinschreiben, aber wenn es das eben nicht tut, dann müssen wir den Rückgabewert hinschreiben, haben wir jetzt hier getan, ist auch alles in Ordnung. Und jetzt sagen wir hier Sort von mein Array. Ihr seht, wir haben diese Spitzenklammern mit dem Typen, haben wir einfach weggelassen. Das liegt daran, weil wir hier irgendwo im Parameter bzw. im Return-Wert automatisch schon den Typ stehen haben. Und da wir hier Array-Klammern drumherum gemacht haben, kann man automatisch schon sagen, okay, mein Array ist vom Typ String Array. Das macht der Compiler oftmals komplett automatisch für euch, ziemlich geil. Und mein Array ist auch vom Typ String Array hier. Und deswegen kann man hier sagen, okay, T-Array, das bedeutet T-Typ String. Hier Parameter ist mein Array, also vom Typ String Array, also
T-Array, also ist T wieder String, also die beiden funktionieren zusammen, das heißt, dieses T hier ist ein String. So macht es der Compiler oftmals automatisch. Wenn es irgendwann mal nicht richtig funktioniert, dann schreibt man das einfach so hin, das ist ja auch kein großer Aufwand mehr, aber oftmals braucht man es gar nicht mehr. Und wenn ihr jetzt hier irgendwie zum Beispiel hinschreiben würdet, Schule, Array, ABC ist gleich Sort von meinem Array, dann würde hier sofort ein Fehler rauskommen, also bei einem normalen Compiler, sage ich mal, würde sofort ein Fehler rauskommen, weil man hier natürlich ein String-Array reinsteckt. T ist dann offiziell vom Typ String, weil wir ja hier ein T-Array drin haben. Das heißt, T ist vom Typ String, also muss auch ein String-Array rauskommen, aber man erwartet ein Schule-Array und das kann natürlich nicht funktionieren. Deswegen, hier wird ein Fehler geschmissen. Aber Achtung, wir können hier natürlich auch irgendwie von der Klasse String erben. Ich nenne die Klasse jetzt einfach mal Substring. Das könnte hier einfach irgendwie Class Substring extends String oder sowas sein. Das geht tatsächlich. Und jetzt können wir hier vielleicht irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Methoden überschreiben oder sowas, die wir da anders haben wollen. Das würde hier jetzt auch funktionieren, denn jeder Substring ist natürlich auch ein String. Das bedeutet, man erwartet ein T-Array raus, man steckt ein T-Array rein, also man erwartet ein String-Array raus und falsch rum. Man erwartet ein String-Array raus. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Übung, weil ich die jetzt gerade vertauscht habe hier. Warum geht das nicht? Warum geht es, wenn ich hier ein Substring, also irgendwas, was von String geerbt hat, warum geht es, wenn ich den reinstecke, aber raus erwarte ich ein String-Array? Warum funktioniert das, aber andersrum funktioniert es nicht? Jetzt müssen wir ganz tief bei uns in unseren grauen Zellen nachgucken. Und zwar, T-Array ist in dem Fall jetzt hier als Substring-Array gedacht. Okay, jeder Substring ist gleichzeitig auch ein String. Das funktioniert also offensichtlich hier als String. Also das hier, T kann nach dieser Function Sort hier, wenn es automatisch rausgezogen wird, kann T ein String oder ein Substring sein, weil wir das ja hier reinstecken. So, beim Raus müssten wir, wenn wir das Ganze jetzt runter konvertieren in einen Substring, also so wird es natürlich auch gehen, so haben beide wieder denselben Typen, aber das wäre unspannend. Wenn ich jetzt aber hier einen String raus erwarte, dann wird offensichtlich klar, okay, das ist ein String, also passt das Ganze. Das ist ein String, also passt das Ganze auch. So funktioniert das Ganze wirklich. Also jeder Substring ist ja auch gleichzeitig ein String. Also kein Problem so. Wenn wir das andersrum machen, oh verdammt, okay, dann machen wir das nochmal so. Wenn wir jetzt nochmal sagen, Substring kommt raus, String kommt rein, dann haben wir hier drin nur die Möglichkeit für einen String. Okay, das heißt, wir müssen auch einen String rausliefern und jeder String ist kein Substring. Jeder Substring ist ein String, aber andersrum eben nicht. Das heißt, wir erwarten hier definitiv einen String raus, keinen Substring, sonst müssten wir downcasten. Und ihr wisst, downcasten kann zu Compilerfehlern führen. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Und das hier würde zum Compilerfehler führen, während wenn wir es reinstecken, dann funktioniert das Ganze. Das heißt, beim Ergebnis muss man immer die höhere Klasse erwarten und beim Input muss man eigentlich immer eher die niedrigere oder gleiche Klasse erwarten. Also klar, wenn ich hier auch einen String reinstecke, ist alles okay. Aber hochcasten kann ich natürlich immer. Das heißt, mein Array, was vom Typ Substring ist, kann ich natürlich auch als String Array schreiben. Das geht ja, weil ich kann ja jeden einzelnen String auch jeden einzelnen Substring auch in den String konvertieren. Das heißt, jedes einzelne Element hier drin als Substring, was es ja offensichtlich ist, sonst hätten wir die Klasse hier nicht, kann ich auch wieder hochkonvertieren in jedes einzelne Element ist ein String. Und dann habe ich hier drin stehen, T ist ein String und rauskommen soll auch ein String. Das funktioniert, das ist kein Problem. Gut, ja, das war jetzt relativ heftig und da muss auch ich öfters mal überlegen, beziehungsweise eigentlich immer überlegen. Man sollte sowieso immer sein Gehirn anschmeißen, wenn man programmiert, denn sonst stößt man auf unerwartete Compilerfehler, aber meistens merkt man es dann relativ schnell. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet viel lernen, auch mit diesem Typ hin und her. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal nicht mehr benutzt, aber ich glaube, das ist bei Generics auch recht wichtig, dass man weiß, was man erwarten kann als Ausgabe- und als Eingabetyp. Okay, dann war's das von meiner Seite. Nächstes Mal sehen wir uns Typ Schranken an und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.